Oh hey! Heute kommen wir doch mal zu einem eher spontaneren Video. Aber random. Sind nicht alle deine Videos spontan? Wie oft muss es dir noch sagen, Klein Timmy? Wie oft denn noch? Aber random. Das ist doch mein Job. Ach, vergiss es, Klein Timmy. Anyway, heute reden wir mal über was eher anderes. Statt etwa in meinem Themensektor. Denn statt etwa eine genaue Cartoon-Show mir anzuschauen, schauen wir uns heute mal nur einen Piloten an von einer möglichen Cartoon-Show, die meiner Meinung nach sehr viel Potenzial hat. Heute reden wir mal über Catching Up, der Pilot von Alex Marks Cartoon-Show und was ihr alles wissen müsst zu dieser, ob ich sie etwa mag oder nicht. Welche Dinge wirklich große Highlights sind und welche nicht, erfahrt ihr alles in diesem Video. Bedenkt, hierbei handelt es sich nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, schreibt ihr doch gerne respektvoll in den Kommentaren. Es sei auch gesagt, hier kann es zu minimalen Spoilers kommen von diesem Piloten. Falls ihr also die Show komplett blind reingehen wollt, dann schaut dieses Video lieber erstmal nicht. Alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir los mit diesem Video. Dann beginnen wir doch mal ein wenig mit dem Hintergrund dieser Show. Bei Alex Mark handelt es sich mehr oder weniger um einen Cartoon-YouTuber, der in bestimmten Themen immer zahlreiche Videos hochlädt. Sei es nun Family Guy, sei es nun Cosmo und Wanda, aka The Fairy Odd Parents, sei es nun Five Nights at Freddy's oder. Er hat ein paar seiner großen Themen, die er immer und immer wieder mal bespricht auf eine Art und Weise. Vor allem bekannt möge er bestimmt für diese großen, gigantischen Ranking-Videos für bestimmte Shows wie die Simpsons, SpongeBob oder auch Cosmo und Wanda sein. Und nur nach 2 Jahren Arbeit ist es endlich nun draußen. Sein Piloten für die Cartoon-Show Catching Up. Und zuerst mal muss ich sagen, ich bin immer ein großer Fan von diesen Animationsprojekten auf YouTube, sei es nun eine ganze Serie oder einfach nur ein ganz netter Kurzfilm. So eine Serie wie Big Top's Burgers ist grandios und ich kann die nur bis zum Ende empfehlen. Mehr dazu im Video zu dieser Show. Aber bei Catching Up handelt es sich um einen besonderen Case, den ich eher weniger auf der YouTube-Animationsplattform gesehen habe. Denn während bestimmte andere Shows ein wenig mehr ambitionierter rangehen, mit ein wenig verrückteren Konzepten, ist Catching Up eine sehr simple Slice-of-Life-Story. Mit Slice of Life meine ich so was wie Hey Arnold, die Netflix-Show Hilda oder auch zu einem kleineren Extent Ed and Eddy minus den übertreten sind für Slapstick-Humor. Und ich war ein wenig überrascht über diesen Fakt. Ich sagte nicht, dass das irgendwas super ambitioniertes sein würde mit sehr viel Lore oder was Story-Heaviges. Denn bei Slice of Life Stories ist das eher mehr immer fokussiert auf die Charaktere. Zuerst mal müssen wir diese Charaktere kennenlernen, um überhaupt mit ihnen zu connecten und mit ihren Situationen. Meistens sind es eher mehr bodenständige Situationen mit vielleicht einer kleinen Sinnprise für einen übertreten Humor. Und meiner Meinung nach ist Catching Up ein perfektes Beispiel dafür. Unsere 2 Hauptfiguren Clay und Rob könnten nicht unterschiedlicher sein, denn während der eine eher mehr Übertreter sein kann, aber auf einer nicht zu nervigen Art und Weise, ist der andere deutlich mehr für sich ein Einzelgänger und ist auch nicht etwa wirklich dieser Typ, der gerne auf einer Party geht. Und das ist auch der Plot der Pilot-Episode. Wir sehen, wie diese 2 Freunde, die unterschiedlicher nicht sein können, mehr oder weniger zu einer Party gehen und während Rob dafür erhofft, dass er mehr oder weniger was aus dieser Party kriegt, ist Clay eher mehr desinteressiert und möchte absolut nicht bei diesem Ort da sein. Vor allem später etwa so ein Angebot, eine große Rolle, wo mehr oder weniger Rob auf bestimmte Jacken von 2 Girls aufpasst und es gegen Ende zu dieser Episode zu einem großen Argument zwischen den 4 kommt. Es ist dabei eine sehr simple Story, die dabei für den ein oder anderen sehr relatable sein kann. Und meiner Meinung nach war das genau der beste Weg, diese 2 sehr verschiedenen Charaktere am besten zu highlighten. Mit so einem Konzept nimmt man den Zuschauer direkt in die Show rein und über was sie überhaupt ist, wie die Charaktere drauf sind und das große Ganze. Von daher bin ich absolut begeistert von dieser Plot-Idee, die zwar sehr simpel wie gesagt ist, aber effektiv ist, um diese Welt uns mehr vorzustellen und uns zu zeigen, warum wir etwa mit diesen 2 Charakteren mitfiebern sollen. Dabei wird die Freundschaft dieser 2 beiden wirklich gut etwa getestet und gezeigt, wieso die überhaupt Freunde sind. Das ist auch zu verdanken an wundervollen Voice Acting, das wir etwa in diesen ganzen Piloten haben. Spoiler-Alarm, aber nur ein ganz kleiner Spoiler. Jemand wie Zach Hade, der bestimmt für die einen oder anderen bekannt ist als Charlie aus Smiling Friends, hat hier einen kleinen Voice Cameo, der einfach nur sehr unterhaltsam ist und nicht darauf zielt, hey, guck mal, wer da ein Voice Cameo hat. Nein, es handelt sich hierbei um kleine nette Details, die bestimmt die ein oder anderen Zuschauer merken und wenn ihr das nicht merkt, dann ist es auch okay. Wie schon ein wenig angeteasert, gibt es auch hier bei dieser Show einen bizarren Humor, der wirklich gut funktioniert.
Denn man kann mal definitiv sehen, wo Alice Mark seine Einflüsse hat. Manchmal erinnern ein paar dieser Gags an bestimmte Gags von einer alten SpongeBob-Episode oder auch an was anderes. Und dabei haben wir etwa eine gute Rate an Gags, die sowohl im Visuellen da sind, als auch im Dialogischen da sind. Nicht alle waren etwa ein Schinder, aber es gab ein paar nette kleine Lacher von mir. Von daher würde ich mal schon behaupten, dass der Humor auf einer guten Pfad ist. Genauso ist auch das Scoring eine sehr interessante artistische Art und Weise, wie man damit rangegangen ist. Großes Lob an den Scorer, der das so gemacht hat, dass man definitiv etwa die Inspiration im Very Odd Parents Soundtrack bzw. Score merken kann, denn die Inspirationen sind definitiv sehr sichtbar, aber entnehmen nicht etwa die eigenen Ideen und wie dieser Pilot allgemein ist. Denn ja, man kann mal merken, dass Alice Mark ein Fan von dieser Marke ist oder das oder das. Es ist aber nie zu einem Punkt, wo es ein wenig nervig wird oder ablenkend wird. All diese fühlen sich eher mehr wie Samantha-Maßen in einer Art und Weise an, sei es nun etwa der kleine Prime im Hintergrund der ersten 10 Sekunden oder. Und das bringt mich auch zu einem großen Punkt zu reden, und zwar dem Artstyle, die Art Direction und generell das Visuelle. Und da muss es wirklich etwa ein großes Lob geben, denn visuell ist diese Serie wirklich prachtvoll. Der Artstyle ist auf den ersten Blick sehr simpel, ist aber auch sehr clever, mehr oder weniger ausgewählt worden. Die Charakterdesigns sind auf ihre eigenen Art und Weise so simpel, dass man die in Silhouetten sehen kann, und das ist immer ein gutes Zeichen. Denn wenn man so ein bestimmtes Charakterdesign in einer Silhouette gut anmerken kann, ist es immer ein positiver Weg. Und generell, ich bin wirklich ein großer Fan, wie etwa die Charaktere aussehen. Generell dieser Approach mit diesen anthropomorphischen Tieren macht sehr viel Spaß und wird auch zu bestimmten Momenten wirklich gut genutzt. Sei es nun für einen Gag oder für eine kleine Sequenz. Und auch, wie man das etwa stylistisch gemacht hat mit den Backgrounds oder auch den Figuren im Hintergrund, ist wirklich charmant. Ich habe so den einen oder anderen gesehen, der das eher weniger mag, und ich kann irgendwie verstehen, woher die etwa damit kommen. Persönlich aber mag ich wirklich diese eher mehr stylistische Art und Weise, das Ganze umzusetzen. Von daher ist auch die Umsetzung wirklich top. Doch abschließend lässt sich sagen, wir haben nur eine Episode bisher, und ob es mehr Episoden gibt, steht noch etwa in den Sternen. Ich persönlich, wie ihr schon anmerken könnt, bin ich definitiv begeistert von dieser Show bisher nach dieser einen Episode und würde gern auch mehr von dieser sehen. Von daher, falls ihr etwa eine sehr gute Slice of Life Story haben wollt, die nur ein paar 20 Minuten dauert, dann gebt euch definitiv diesen Piloten, der natürlich in der Beschreibung oder in der Infocard verlinkt ist. Doch anyway, was sagt ihr zu diesen Piloten? Kanntet ihr ihn schon bereits? Habt ihr nun Interesse, ihn anzuschauen? Und generell, wie steht ihr zu Alice Mark? Das würde mich alles interessieren. Ein etwas anderes Video, aber ich wollte wirklich mal so einen kleinen Piloten highlighten, der bestimmt sein Publikum so oder so findet. Aber ich wollte den einen oder anderen zumindest diese Serie hinweisen, denn die könnte bestimmt im Laufe der Zeit sehr interessant werden. Natürlich kann man vermutlich erwarten, dass die Wartezeiten von den anderen Episoden deutlich länger dauern als bei anderen YouTube-Animationsserien. Aber ich sag's, es braucht seine Zeit und ist ein Indie-Projekt, von daher sollten wir geduldig einfach sein. Anyways, das war's aber auch von mir. Wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!